Mit dem Bell 222 von Cohen Simulation ist Airwolf am Microsoft Flight Simulator gelandet. Mit diesem Video werfen wir einen genaueren Blick auf die Serienhistorie dieses Helikopters und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Meine Recherche zu Locations aus der Serie der 80er Jahre hat mich auf diese Seite hier geführt. Vorab, alle Quellen findest du unten in der Videobeschreibung. Wer meine Community-Events verfolgt, der weiß, dass ich sehr gerne in seen- und bergdurchzogenen Gegenden unterwegs bin. Und so blieb ich in der Airwolf-Location Lake Hammett in Kalifornien direkt hängen. Es ist etwas schwierig, hochauflösende Bilder über die knapp 40 Jahre alte Serie zu finden. Dieser Eintrag hier stammt aus dem Jahre 2006. Neben ein paar Bildern zur Orientierung aus Google Maps gibt es hier auch ein Bild direkt aus der Szene der Serie. Der Holzsteg inklusive Landeplattform wurde eigens für die Serie auf und danach wieder abgebaut. Stringfellow Hawk, der Pilot von Airwolf, spielte darauf Cello oder er hielt sich in der hinter dem Steg liegenden Hütte auf, vermutlich um zu entspannen. Zusätzlich stand diese Hütte auch in den Aufnahmestudios. All das ist mittlerweile Geschichte, den Lake Hammett gibt es aber selbstverständlich nach wie vor. Ich mache mich also auf die Suche. Um die exakte Position nachher im Microsoft Flight Simulator zu finden, orientiere ich mich hier am Verlauf der Berge, an den Bäumen, am Verlauf des Wassers, wobei letzteres sich durchaus im Laufe der Jahrzehnte verändert haben kann am Stausee. Der Ersteller dieser Seite hat in diesem Blog auch erwähnt, dass sich doch jemand, der vielleicht in der Nähe wohnt oder dort mal vorbeikommt, ein paar Live-Aufnahmen, Bilder machen möchte. Und so kam es im Jahre 2007 durch Matt Burrell hier zu diesen Fotoaufnahmen. Was man sich zwischenzeitlich sparen kann, ist ein Klick auf diese Links hier, die funktionieren mittlerweile nicht mehr. Okay, es ist ein paar Jahre her. Gut, wir machen uns also auf die Suche. Zuerst über Google Maps. Hier ist Los Angeles und wir zoomen einmal rein. Je näher wir hier rankommen, desto deutlicher wird das Ganze. Hier ist unser Lake Hammett. Und wenn wir uns jetzt hier am Verlauf des Seeufers orientieren, dann ist genau hier unsere gesuchte Stelle. Wir wechseln jetzt hier einmal auf die Weltkarte des Microsoft Flight Simulators und zoomen auch hier auf genau diese Stelle hin. Und zu guter Letzt geht es in die Drohnenansicht des Microsoft Flight Simulators und wir finden unsere endgültige Position. Die Blickrichtung des Fotos, wenn ihr euch an das von vorhin erinnert, lief genau in diese Richtung. Und jetzt, wo wir hier sind, lege ich das zugegebenermaßen schlecht aufgelöste Foto in der maximal verträglichen Größe einmal kurz daneben. Sehr gut zu erkennen ist der Verlauf des Ufers, also diese kleine Landzunge. Außerdem haben wir den einen oder anderen Baum, den man tatsächlich 1:1 so übernehmen könnte, und auch die Hügel im Hintergrund. Vom eigens für die Airwolf-Serie aufgebauten Steg ist natürlich nichts zu sehen und auch von der Hütte weit und breit keine Spur. Damit ich jetzt hier nicht einfach stumpf im Kreis herumfliegen muss und damit zumindest ein wenig Stimmung in Form eines Lagers oder dergleichen der alten Zeiten wegen hier aufkommt, baue ich mir hier im Zeitraffer über den Zusatzinhalt Campout Utility einmal ganz schnell etwas auf.
So, das sieht doch schon mal um einiges besser aus und es kommt ein bisschen Stimmung auf. Ich glaube, Stringfellow Hawk hätte es auch hier ausgehalten. Bevor wir jetzt gleich abheben, hier noch ein paar weitere Details. Es gibt einige Locations aus dieser Serie, die ihr auch im Microsoft Flight Simulator anfliegen könnt. Am einfachsten findet ihr diese über die Weltkarte unter Eingabe der jeweiligen Koordinaten. Ein paar davon habe ich euch mal in die Videobeschreibung gepackt und blende sie jetzt auch hier nochmal ein. Als kleiner Tipp, fügt diese per Copy and Paste einfach in die Suche in der Weltkarte ein. Das stellt am PC überhaupt kein Problem dar, auf Xbox ist es da schon etwas schwieriger. Hier wird es wohl am einfachsten sein, das Ganze kurz abzutippen. Jetzt haben wir vorhin einem Bild entnommen, der gute Hawk hatte auch ab und an einen Hund bei sich. Und so darf Ted auf keinen Fall in unserer Szenerie fehlen. Ich weiß es nicht, ob es die gleiche Rasse ist, das müsst ihr entscheiden. Aber auch diesen packen wir im Zeitraffer einmal noch dazu. Bevor wir jetzt abheben, hier noch ein kurzer Blick auf die Zusatzinhalte, die ich hier verwendet habe. Zum einen ist da natürlich der Helikopter von Cohen Simulation, der CS222B, sowie das Campout Utility von Parallel 42. Und Games zu Airwolf gab es eigentlich auch schon immer. Hier zum Beispiel am Commodore C64 oder am Mega Drive von Sega. Und auch am NES von Nintendo. Ein aktuelles Game gibt es nicht. Der Serienklassiker hätte es, wie ich finde, jedoch verdient und so baue ich mir das einfach selbst. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche euch eine gute Zeit und bin raus.